Hallo und herzlich willkommen bei Folge 11 bei den Angsthasen auf Weltreise. Wir sind auf einem Roadtrip in Kanada. Das Ziel wird der Fundy Trail Parkway sein, den wir euch am Ende vorstellen wollen. Wir hatten ja in der letzten Folge uns einen Park angesehen, haben uns aber dort ein bisschen unwohl gefühlt, vor allem ich, weil ich ein bisschen Angst vor Bären habe. Damit wir entspannter durch den Wald laufen können, haben wir dann uns entschlossen, ein Bärenspray zu kaufen. Das haben wir bei Canadian Tire, einem großen Baumarkt, gefunden. Das war ziemlich teuer, 50 € aufwärts. War es uns aber wert, weil Sicherheit geht natürlich vor. Und ich denke, man fühlt sich halt doch ein bisschen besser, wenn man durch den Wald läuft und weiß, man kann sich zumindest irgendwo mit verteidigen, als wenn man gar nichts dabei hat. Wir haben uns auf den Weg in Richtung Osten gemacht, denn unser Ziel ist wie so oft das Meer. Auf dem Weg dahin habe ich mal geschaut auf eine Internetseite, die heißt alltrails.com, wo wir denn nochmal wandern gehen könnten. Diese Seite ist super cool, weil die spuckt einem verschiedene Routen aus und wir haben nach einer Route geschaut, die auf dem Weg liegt. Dabei rauskam der Parc National du Lac Témiscouata. Das habe ich jetzt wahrscheinlich ziemlich deutsch ausgesprochen, aber wir können es hier unten mal einblenden. Das war wunderschön und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit auf eine Tour da drin. Roadtrips machen richtig Spaß. Hi! Was machen Sie da gerade? Ich präpariere das Bärenspray. Okay. Warm oder kalt? Wir sind noch in dieser Zeit, Ja. oder? Sind wir in einer anderen Zeit? Wir gehen jetzt wieder zurück, weil jetzt geht die Sonne ja auch bald unter. Dann haben wir noch festgestellt, dass Kanada auch nicht das günstigste Reiseland ist, haben uns dann entschieden, warum campen wir nicht mit unserem Mietwagen. Genau, da wurde das Pech, was wir in der letzten Folge noch hatten, wo wir dann doch ein anderes bekommen haben als geplant, dann zu unserem Glück, weil wir haben uns gedacht, okay, wenn wir schon so ein großes Auto haben, dann nutzen wir es doch und gehen damit campen. Nachts waren die Temperaturen noch nicht ganz so kalt. Ja, wir haben uns mit Decken und Kissen eingedeckt und haben dann im Auto geschlafen. Hallo. Hi! Ja, Wir sind jetzt zu Campern geworden. ein Freund von uns hatte die glorreiche Idee, warum schlaft ihr nicht einfach im Auto? Aber es war, glaube ich, eigentlich als Gag gemeint, weil wir ein Foto geschickt hatten aus unserem Auto heraus, wo wir Sandwiches gefuttert haben. Und Ja, wir Ja. haben uns halt direkt gedacht, Warum wieso nicht? nicht? Ja, und ja, jetzt haben wir eine Decke gekauft und 2 Kissen. Und jetzt nutzen wir unser tolles Auto, um darin zu pennen. ja, und morgen früh berichten wir euch dann, wie es war. Der Morgen danach. Wie ist es? Ja, es war richtig gut. Wir haben nicht gefroren oder so. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja, Wie hast du geschlafen? ich habe gut geschlafen, aber ich bin heute Morgen um 4 Uhr wach geworden und wollte dann eigentlich weiterfahren. Aber Alex ist eine kleine Schlafmütze und wollte weiter schlafen. Und dann war ich eine Zeit lang wach, aber dann ging es wieder. Auf unserem Weg Richtung Fundy Trail Parkway haben wir dann auf der Autobahn ein Schild gesehen, wo drauf stand Grand Falls. Ich habe direkt gedacht, okay, lass uns das mal anschauen. Also sind wir abgefahren von der Autobahn und haben uns dann die Grand Falls vom Nahen angeschaut. Das sind die Grand Falls, haben wir jetzt per Zufall entdeckt. Die Grand Falls sind 4 Kilometer vom US-Bundesstaat Maine entfernt. Wir haben dort ein schönes Picknick am St. John River gemacht und im Sommer kann man richtig cool darüber ziplinen.
Sie sind 23 Meter hoch und seit 1959 dienen sie auch als Wasserkraftwerk zur elektrischen Versorgung der Region. Ja, danach hat es uns weitergezogen in die Stadt Fredericton. Die liegt auch am St. John River. Das ist ein kleines Städtchen, ganz süß, mit einer schönen Innenstadt, wo überall so ein paar Cafés einladen. Wir haben uns selbst auch dort in ein Café gesetzt, haben einfach die Zeit genossen vor Ort. Wer möchte, kann sich da die Altstadt anschauen. Dann waren wir mal wieder in unserem Lieblingsgeschäft, nämlich dem Walmart, unterwegs. Und da sind wir auf einen niedlichen Staubsaugerroboter getroffen. Genau, und das war ziemlich lustig, weil als ich den dann gefilmt habe, haben die Kanadier um mich drumherum so ein bisschen geguckt, als ob ich von einem anderen Planeten kommen würde. Weil so besonders fanden die es dann doch nicht, aber ich fand es einfach lustig, weil der auch noch so ein süßes Gesicht aufgemalt hatte. Beziehungsweise mit seinen Lichtern sah es aus, als ob er ein Gesicht hätte. Ja, dann sind wir endlich am Fundy Park Trail angekommen. Das ist ein Non-Profit-Park, das heißt, alle Gelder, die da reinkommen, Spenden. Richtig. Die werden nicht benutzt, um damit Gewinn zu erzielen, sondern um die Nachhaltigkeit des Parks zu gewähren und die Natur so zu belassen, wie sie original vorgefunden ist. Der Park befindet sich an der Nordatlantikküste. Wir sind gestartet beim Bay of Fundy, wo man auch tatsächlich manchmal Wale sichten kann. Und der Park hat eine Schranke und es gibt Öffnungszeiten. Deshalb unbedingt, bevor man dorthin fährt, im Internet nochmal checken, wann die Öffnungszeiten sind. Ein großes Highlight in diesem Park war für uns der Big Salmon River, ein Fluss inmitten dieses Parkgeländes, an dem früher auch Holzfäller tätig waren. Von diesen Holzfällerarbeiten sieht man heute noch die Schneisen in den Wäldern. Das heißt, wenn ihr jetzt ganz genau hinschaut, seht ihr in den Bildern, wir können es mal mit einem Pfeil einblenden, wo diese Holzstämme damals runtergerollt sind, unten im Fluss angekommen und wurden dann auf Schiffe verladen, sobald die Flut hoch genug war, sodass Schiffe bis dort vorne hinfahren konnten. Das war aber auch super gefährlich, denn manchmal haben sich diese Holzstämme verkantet und dann mussten Menschen auf die Holzstämme draufklettern und diese halt wieder manuell entkanten. Das war eine super gefährliche Arbeit. Das war im späten 18. Jahrhundert. Und man kann sich vorstellen, vor allem im Winter, war das für die kleine Siedlung, die sich dort angesiedelt hatte, eine knochenharte Arbeit. War sehr imposant, dort gab es noch so ein kleines Museum dazu, das haben wir uns auch angesehen. Und nach dem Museum sind wir dann in ein süßes kleines Café gegangen. Das Café heißt Cookhouse, wo wir total herzlich empfangen wurden und einen Tee genossen haben. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Kanada ist so schön. Warum? Ja, die Natur ist total toll. Das Wasser ist klar, die Bäume sind so schön farbig. Jetzt gerade auch zu der Jahreszeit hier sind kaum Menschen da und wir haben die Natur für uns alleine. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. So, wir essen gerade zu Mittag in St. Martins. Das ist ein paar Kilometer entfernt von dem Beginn des Fundy Park Rail Trail. Der ist 30 Kilometer lang. Das ist eine super schöne Strecke entlang des Meeres, wo ganz viele tolle Aussichtspunkte sind.
vom Fundy Trail Parkway kommen wir nun zu unseren Tipps. Wir haben wie immer 2 Tipps für euch dabei. Wenn ihr euch auf einen Roadtrip begibt und wenn ihr, so wie wir, campen wollt, schaut vorher, vor allem in der Nebensaison, ob Campingplätze überhaupt verfügbar sind. Denn gerade in der Nebensaison machen viele zu, meistens so um die Zeit nach dem Thanksgiving-Wochenende, sodass nur noch ganz, ganz wenige überhaupt offen haben und es zu einem richtigen Problem werden kann für euch. Der Fundy Trail Parkway, der bietet so viele verschiedene Aktivitäten. Nehmt euch auf jeden Fall mindestens einen Tag oder mehr Zeit, um dort verschiedene Wege zu bewandern oder Kajak zu fahren, an die Strände zu gehen, die Wasserfälle zu bestaunen. Also ihr hört schon, es gibt einfach viel zu viel dort zu sehen, um dort einfach so durchzurushen. In der nächsten Folge zieht es uns weiter zu einem Ort, wo eine ganz bekannte Kindergeschichte entstanden ist, wo die Autorin ihre Inspiration hergenommen hat. Und das war so um die 1908. und was wir da so erleben vor Ort, Und noch mehr. das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, alles Ciao. Gute. Ciao.